Bei 3D-Jump'n'Runs bzw. 3D-Plattformern, wie sie im angelsächsischen Raum heißen, schien die Hoffnung auf ein adäquates Revival lange vergeblich. Und das, obwohl uns der Genre-Urvater Super Mario 64 durch seine bahnbrechende Steuerung erst richtig in das 3D-Zeitalter der Videospiele gebracht hat. Wie schon in der 2D-Ära war die Antwort auf Mario eine Flut an Maskottchen, die das Plattformer-Genre auf N64 und PS1, aber auch während der PS2-Ära überschwemmt hat. Weil der Mainstream sich spätestens ab dem Zeitalter von PS3 und Xbox 360 aber von solchen Maskottchen abgewandt hat, vor allem hin zu Multiplayer-Shootern oder epischen Rollenspielen, verschwanden 3D-Plattformer zu großen Teilen. Gefühlt seit Mitte der Nullerjahre mussten sich Fans des Genres also damit zufrieden geben, dass rund alle 5 Jahre vielleicht ein neues Super Mario erscheint. Oder dazwischen Sonic-Spiele mit eher schwankender Qualität. Das hinterließ bei aller gerechten Abneigung gegen schlechte Maskottchen, wobei es ja auch gute gab, jedoch eine riesige Lücke im geschicklichkeitsbasierten Gameplay-Bereich. Ein enormer Rückschlag für das Genre war zudem aus meiner Sicht der gigantische Erfolg von New Super Mario Bros. Auf dem Nintendo DS im Jahr 2006. Als sich die Industrie bereits von Mario-Klonen abzuwenden begann, legte der Titel satte 30 Millionen abgesetzte Einheiten hin. Dann der Nachfolger New Super Mario Bros. Wii von 2009 noch einmal 30 Millionen Einheiten. Zum Vergleich, Super Mario Galaxy hat sich 12 Millionen Mal verkauft, was an sich ja bereits ein enormer Erfolg ist, aber eben weit hinter dem klassischen Mario Bros. Das hatte eine eigentlich begrüßenswerte Wiederbelebung von 2D-Sidescrollern zur Folge, die mit den ersten 3D-Konsolen enorm verdrängt worden sind, mit Ausnahme von Handhelds. Allerdings kam mit den 2010ern ein eklatantes Ungleichgewicht auf, vor allem bei Nintendo. Denn nicht nur haben sich 3D-Spiele wie Mario Galaxy schwächer verkauft, solche unter Anführungszeichen großen Spiele in 3D sind naturgemäß aufwendiger zu produzieren als 2D-Ableger. Schnell kam daher das Revival von alten Sidescrollern wie Donkey Kong Country, aber ab den 2010ern kamen statt 3D-Alternativen von Nintendo außerdem immer mehr vorhersehbare Kirby- und Yoshi-Spiele in 2D, die man so schnell vergessen hat, wie sie rausgeballert wurden. Auch alte 3D-Reihen wie Pikmin oder Chibi-Robo versuchte man mit dem 2D-Korsett massentauglicher zu machen, so dass sich die Spiele von Nintendo immer mehr wie dieselbe lahme Kopie von Mario Bros. Angefühlt haben, inklusive den lächerlich innovationsarmen Nachfolgern von New Super Mario Bros. Aber auch bei anderen Publishern. Ubisoft zum Beispiel hat statt Rayman 4 einen klar an New Super Mario Bros. Angelehnten Reboot von Rayman in 2D veröffentlicht. Rayman Origins und Legends sind zwar absolut fantastische Spiele, aber eben völlig anders gepolt als 3D-Abenteuer wie Rayman 2 oder 3. Und Capcom hatte schon 2008 mit Mega Man 9 den Boom von Spielen im Retro 8-Bit-Look in Gang gesetzt, bevor sie 2011 das 3D-Projekt Mega Man Legends 3 gecancelt haben. Eigentlich hat es sich in diesem Zeitraum schon abgezeichnet, dass durchaus viele Fans die Rückkehr des 3D-Plattformers begrüßt hätten. Spätestens als 2015 die Kickstarter-Kampagne von Yooka-Laylee Rekordeinnahmen verbuchen konnte, dem spirituellen Nachfolger vom N64-Hit Banjo-Kazooie. Das eigentliche Spiel wurde dann eher mit gemischten Gefühlen empfangen, wahrscheinlich wegen dem vergleichsweise immer noch zu geringen Budget für so ein großes Projekt. Weitere Versuche eines Revivals der 3D-Plattformer blieben dann vorerst im Indie-Bereich. Bei den großen Publishern haben Activision und Sony 2016 einen ersten Testballon mit der Ankündigung der Crash Bandicoot Remake-Trilogie ausgesendet. Ein Jahr später hat die Sammlung Verkaufsrekorde gebrochen. Dadurch kam für Crash Bandicoot sogar ein hochwertiger neuer Teil 4. Zwar mögen Projekte wie die Crash oder auch die Spyro Remakes für Activision vielleicht nur eine Möglichkeit dargestellt haben, Nostalgie von alten Fans auszubeuten. Doch man muss ihnen zugutehalten, die Crash-Trilogie, aber auch Crash Bandicoot 4 sind absolut polierte Spiele, völlig ohne Abzock, DLC oder ähnliches. Tatsächlich kann ich kaum glauben, dass 3 vollwertige Crash-Remakes zum Budgetpreis verkauft worden sind. Crash Bandicoot 4 wiederum ist eine wunderbare Modernisierung des originalen Spielprinzips.
Angenehm überraschend ist außerdem, dass die Entwickler den besonders knackigen Schwierigkeitsgrad der Originale beibehalten haben, statt das Konzept für vermeintliche Gelegenheitsspieler aufzuweichen. Sony hatte sich zuerst eine Zeitexklusivität der Crash-Trilogie gesichert, ist aber nun selbst wieder in das Genre eingestiegen. Ja, es gab zwischendurch kleine Sony-Hüpfer wie Tearaway, die wurden aber nie als Flaggschiff positioniert. Beim PS5-Launch war jedoch nicht nur Sackboy eines der prominenten Launch-Games, sondern Astrobot ein integraler Bestandteil der Konsole. Astrobot knüpft gewissermaßen wieder an die Tradition von Super Mario 64 an, indem es die neuen spielerischen Möglichkeiten von Hardware als großartiges 3D Jump'n'Run aufbereitet. Zuerst für VR und dann eben für den PS5-Controller. Aber auch Microsoft ist mit von der Partie, wenn auch vielleicht gezwungenermaßen. Durch den Kauf von Double Fine Productions haben sie ja Psychonauts 2 mitbekommen, den Nachfolger des Plattforming-Kultklassikers von 2005. Auf der Sommerkonferenz 2020 hat Microsoft außerdem Square Enix einen prominenten Spot in der Pre-Show gegeben, um den 3D-Hüpftitel vom ehemaligen Sonic-Schöpfer zu enthüllen. Aus erfahrener Spielersicht war das zwar ein vorprogrammierter Flop, nicht zuletzt, weil die Leute hinter Machwerken wie New Yoshi's Island mit an Bord waren, aber für die grundlegende These spielt das keine Rolle, die da ist: große Publisher sehen seit der späten PS4-Ära wieder einen Zweck darin, mit Spielen wie Mario Odyssey in Konkurrenz zu gehen. Denn die Industrie ist überhaupt wieder viel abwechslungsreicher geworden als zur unsäglichen Zeit von PS3 und Xbox 360. Nicht mehr alles muss ein Casual Ultra-Hit sein, wie Call of Duty oder eben New Super Mario Bros. Auch für Mitbudget-Titel wie im 3D-Plattformer-Genre ist wieder Platz. Zumindest vorerst.